Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Yesterday we said that we would talk a little bit more today about that second statement. Gestern sagten wir, dass wir heute noch ein wenig über die zweite Aussage sprechen werden. Jesus is the firstborn of all creation. Jesus ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Do you know, the word creation in the original Greek here Das original griechische Wort hier für Schöpfung is the exact same word that Jesus used when he says, go and preach the gospel to all nations. ist genau das gleiche wie an der Stelle, wo Jesus sagt, Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. So when Jesus said, preach it to all creations, he meant to all people. Wenn Jesus sagt, predigt der ganzen Schöpfung, meint er allen Menschen. So Jesus, he is the firstborn heir of all of the other children that the Father has, which is you and me. Jesus ist also der erstgeborene Erbe von allen anderen Kindern, die der Vater hat, also auch du und ich. So if he is the firstborn and then we are after him, born after him, Wenn er also der Erstgeborene ist und wir nach ihm geboren sind, what happened? was heißt das? Listen to me. If you want to find out whether Christopher is really my son, Hör zu, wenn du herausfinden willst, ob Christopher wirklich mein Sohn ist, see, I have three sons, Daniel, Christopher, and Kleiton. ich habe 3 Söhne, Daniel, Christopher und Kleiton. If you take a DNA test of all three of them, Daniel, Chris, and Kleiton, Wenn du einen DNA-Test von allen 3 machst, Daniel, Christopher und Kleiton, you will find out that Daniel and Chris's DNA matches, but Kleiton doesn't match. dann wirst du herausfinden, dass die DNA von Daniel und Christopher mit meiner übereinstimmen, aber die von Kleiton nicht. Why? Warum? Because Kleiton, he was not born by me. He was not born from us. Weil Kleiton nicht von uns gezeugt wurde. We adopted him. Wir haben ihn adoptiert. So if you would make a DNA test of a Christian, Wenn du einen DNA-Test von einem Christen machst, he would have the same DNA as Jesus. dann hätte er die gleiche DNA wie Jesus. Because he's the firstborn and we were born afterward. Denn Jesus war der Erstgeborene und wir wurden nach ihm geboren. That's the incredible power of being born into the family of God. Das ist die unfassbare Kraft, in die Familie Gottes hineingeboren worden zu sein. If we could only understand that God is our Father and we carry the DNA of Jesus, we would begin to act like that. Wenn wir nur begreifen würden, dass Gott unser Vater ist und wir die DNA von Jesus tragen, dann würden wir uns auch so verhalten. You will always act according to your perceived identity. Du wirst dich immer gemäß deiner wahrgenommenen Identität verhalten. So if your perceived identity is that you're a failure, that you're hopeless, that you can never achieve anything, that's how you will act. Wenn deine Identität in deiner Wahrnehmung ist, dass du ein Versager bist und nie etwas zustande bringen wirst, dann wirst du genauso handeln. And then your wrong choices will only fortify your belief. Und dann werden deine falschen Entscheidungen diesen Glauben noch verstärken. See, I knew. Siehst du, ich wusste es. My mom was like this, my dad was like this, that's how I was raised, I knew. Meine Mutter und mein Vater waren so, ich bin so aufgewachsen. Das war ja klar. No, 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 no. Nein, 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 nein. You're acting like this because of what you believe about yourself. Du handelst so wegen dem, was du über dich selbst glaubst. If you would actually believe that Jesus is the firstborn and then come all the others, including you, Wenn du wirklich glauben würdest, dass Jesus der Erstgeborene ist und dann alle anderen kamen, inklusive dir, you would begin to act just like your brother. würdest du anfangen, dich wie sein Bruder zu verhalten. You would look at him and you would say, wow, I have his DNA, I can act like him. Du würdest ihn anschauen und sagen, wow, ich habe seine DNA, ich kann wie er handeln. May the sons of God finally rise up. Mögen die Kinder Gottes sich endlich erheben. Verse 16. Vers 16. That's the verse that I really learned to understand in heaven. Das ist der Vers, den ich im Himmel wirklich verstehen lernte. For in him was created the universe of things, Denn in ihm wurde das Universum der Dinge geschaffen. both in the heavenly realm and on earth. Sowohl im himmlischen Bereich als auch auf der Erde. And everything that is seen and all that is unseen. Alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Every seat of power, realm of government, principalities and authority, Jedes Sitz der Macht, jeder Regierungsbereich, jedes Fürstentum und jede Autorität, it all exists through him and for his purpose. sie alle existieren durch ihn und zu seinem Zweck. You know, when I was a kid, like in my maybe about 10, 11 years old, Als ich vielleicht 10 oder 11 Jahre alt war, I loved some of the characters from the Bible.
liebte ich einige der Figuren aus der Bibel. I loved Elijah. Ich liebte Elia. I loved David. Ich liebte David. And I remember I would say, one day when I die and go to heaven, I can't wait to talk to Elijah and to David. Und ich erinnere mich daran, dass ich sagte, eines Tages, wenn ich sterbe und in den Himmel komme, will ich unbedingt mit Elia und David reden. When I was in heaven, because I was dead, here's what I learned. Als ich tot und im Himmel war, lernte ich Folgendes. Everything bows to Jesus. Alles beugt sich vor Jesus. Wherever Jesus walks by, the trees will bow down, even the rivers come out of the water and bow down. Überall, wo Jesus vorbeikam, verbeugte sich alles, die Bäume, sogar die Flüsse traten heraus und verbeugten sich. He's the center of heaven. Er ist das Zentrum des Himmels. Look what the Bible says here. Schau, was die Bibel hier sagt. The Bible doesn't only say that everything has been created or exists through him. Sie sagt nicht nur, dass alles durch ihn entstand und existiert. It says for him. Sie sagt für ihn. You know, since everything has been created for him, in heaven everything centers around him. Da alles für ihn geschaffen wurde, dreht sich im Himmel alles um ihn. When you go to heaven, the first thing you want to do is not talk to your favorite Bible character. Trust me. Glaub mir, wenn du in den Himmel kommst, ist nicht das Erste, was du tun willst, mit deiner Lieblingsperson aus der Bibel zu sprechen. The first thing you will want to do is bow down, prostrate yourself to the one who created you for himself. Das Erste, was du dann tun willst, ist dich vor dem zu verbeugen und niederzufallen, der dich geschaffen hat. You will realize that you are standing in front of the one who always wanted you for himself. Du wirst realisieren, dass du vor dem stehst, der dich immer schon für sich wollte. The one who created you so that he could have you. Der dich geschaffen hat, damit du ihm gehörst. Everything exists for him and his purpose. Alles existiert für ihn und zu seinem Zweck. So what else does this mean? Was bedeutet das noch? It means that if you don't live according to his purpose, you live against your own existence. Es bedeutet, wenn du nicht nach seiner Bestimmung lebst, lebst du deiner eigenen Existenz zuwider. What happens if you live against the reason why you exist? It's going to get messy. Was passiert, wenn du entgegen dem lebst, wofür du existierst? Alles wird chaotisch It's going to get confusing. oder verwirrend. Then you keep trying to find out the will of God. Du wirst dauernd versuchen, den Willen Gottes herauszufinden. And you're fighting this losing battle. Und diesen vergeblichen Kampf kämpfen. Everything. Alles. You and me included. Du und ich eingeschlossen. Exists for the person of Jesus Christ. Existiert für Jesus Christus persönlich. How much stress and hassle we could save ourselves if we would just live surrendered in Jesus. Wie viel Stress und Ärger würden wir uns ersparen, wenn wir einfach Jesus hingegeben leben würden? He is everything. Er ist alles. He's enough. Er ist genug. See you guys tomorrow. Bis morgen.